Verpiss dich, ich will Fernsehen gucken. Pussy, pussy, yum 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 yum. I eat dick all day. Hallöchen, Popöchen, und da sind wir auch wieder. Schon wieder geht's los mit Minecraft. Und so bin ich das erste Mal auf Survival Games gestoßen und wahrscheinlich viele von euch auch. Und Junge, ich liebe den Scheiß. No joke, ich zock schon seitdem ich ein Kind bin. Aber Survival Games bzw. Minecraft haben mich damals unnormal abgeholt. Die Welt ist riesig, du stellst Items selbst her, du kannst bauen, was du willst. Oder... Minecraft war zwar nicht das erste Survival Game, aber es hat das Genre auf die Karte gebracht. Seitdem sind unnormal viele Survival Games erschienen. Manche mehr und andere weniger gut. Und ich habe mir einen großen Teil davon gegönnt über die Jahre. Aber 2022 bin ich auf ein Spiel gestoßen, welches meine Perspektive komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber um nachvollziehen zu können, warum dieses Spiel für mich so besonders ist und was ich mit kaputt meine, müssen wir erstmal verstehen, was ein Survival Game definiert und wie gewisse Spiele das umsetzen. Der Begriff Survival an sich bedeutet eigentlich erstmal nur, nicht zu verrecken. Weil von da ausgehend Super Mario auch ein Survival Game wäre, gibt es ein paar Mechanics, die das Genre von anderen Games trennen. Und hier kommen wir zur ersten und der wahrscheinlich markantesten Mechanik von Survival Games. Needs sind die Bedürfnisse des eigenen Charakters. Das sind in der Regel Essen, Trinken und Temperatur. Manche Games scheißen rein mit extra Abfucks wie Krankheiten oder wenn du dich nicht um diese kümmerst, nimmst du üblicherweise permanent Schaden oder du wirst gedebufft. Diese Mechanics sind offensichtlich da, um einen Überlebenskampf zu simulieren, fucken meistens aber einfach nur ab oder sind nach einer Stunde im Game kein Thema mehr. Valheim hat hier den kreativsten Take der Mechanik. Und zwar setzen sich deine Lebens-, Ausdauer- und Mana-Werte durch die Nahrung, die du zu dir nimmst, zusammen. Zum Beispiel kannst du zum absoluten Giga-Chat-Tank werden, wenn du dich mit Fleisch voll ballerst, aber wenn du genug Ausdauer haben willst, um vor deinem Real-Life-Problem wegzurennen, dann musst du leider Vegetarier werden. In Grounded bekommt man einen zusätzlichen Healing-over-Time-Effekt und wenn man die Zeit reinsteckt, sogar ziemlich starke Buffs. Eine weitere Mechanik, die stark mit dem Genre assoziiert wird, ist das Crafting ist basically, du findest Zeug in der Welt und kannst daraus cooleres Zeug machen. Die Progression dahinter ist in den meisten Fällen hinter Bauplänen gelockt, die man erstmal freischalten muss. Wie das geht, variiert ein bisschen von Titel zu Titel. Zum Beispiel in Ark kauft man die einfach und in Grounded musst du Rohstoffe analysieren. Das Besondere hierbei ist, dass fast alle Waffen, Rüstungen und Werkzeuge aus Gegner-Drops bestehen. Das macht einerseits Gegner, die du neu entdeckst, sehr interessant und auf der anderen Seite kannst du dich nicht an stärkeren Gegnern vorbeigrinden, wie zum Beispiel in Terraria. Aber Subnautica holt hier am meisten aus der Mechanik. Zu Beginn des Spiels ist man stark in der Erkundung eingeschränkt, aber wenn du Fragmente mit dem Scanner analysierst, bekommst du Baupläne für Equipment, das es dir erlaubt, in weiter entfernte oder tiefer gelegene Gebiete zu kommen, in denen du wieder neue Fragmente findest, welche dir wieder neue Möglichkeiten eröffnen. Dieser Gameplay-Loop ist so oder ähnlich auch in anderen Spielen am Start, aber die Umsetzung ist das Wichtigste. In Subnautica ist die Erkundung der Hauptfokus und genau dafür belohnt sich das Spiel mit noch mehr Erkundung. Smart. Aber in Valheim sieht dieser Gameplay-Loop zum Beispiel so hier aus. 3 Tage später. What am I doing with my life? Und an der Stelle müssen wir eigentlich über die Crafting-Systeme selbst sprechen, aber da das meistens nur Schaltfenster sind, die dich irgendwas tauschen lassen, gehen wir direkt weiter zum Basebuilding ist eigentlich auch selbsterklärend. Du baust dir ein Haus, um nicht mehr obdachlos zu sein. Das ist zwar in den meisten Spielen optional, aber wenn dein Inventarplatz begrenzt ist, bist du eigentlich gezwungen, mindestens ein paar Kisten zu bauen. Aber in manchen Spielen gibt es Raids. Das bedeutet, dass von Zeit zu Zeit Wellen vom Gegner zu dir nach Hause kommen, um dich abzufacken. Grounded und Valheim sind hier die Vorreiter. In Grounded sind die Raids eher zweckmäßig. Es kommt zwar darauf an, wo du deine Base baust. Meiner Erfahrung nach sind die Raids aber nie überfordernd und die Gegner verpissen sich auch wieder nach 2-3 Minuten. Aber das bedeutet nicht, dass das schlecht ist. Die Mechanik ist präsent genug, um dich zum Basenbau zu motivieren, aber nicht so präsent, dass man sie übertreiben muss wie ich. Aber wenn du autistisch veranlagt bist, ist Valheim ein Stück interessanter, denn je weiter du im Spiel bist, umso krasser werden die Raids. Das sorgt dafür, dass das Base-Building in die allgemeine Progression des Spiels mit eingebunden wird. Generell erzeugen Raid-Mechanics eine gewisse Notwendigkeit, die Building-Mechanik auch benutzen zu müssen. Aber um nochmal auf die Building-Mechanik selbst zu kommen, muss ich nochmal ein bisschen ausholen.
Die gängigsten Bausysteme basieren entweder auf einem Grid oder Snapping. Grid-basierte Bausysteme schränken den Spieler kaum ein. Und wenn du dir Dinge im richtigen Maßstab vorstellst, kannst du eigentlich alles bauen. Aber Snapping-basierte Systeme geben dir schon vorgefertigte Bauteile, die du nur noch zusammenkleben musst. Das sorgt dafür, dass sich jede Basis zu einem gewissen Grad ähnelt. Aber in Valheim ist das Snapping optional und die Bauteile sind um einiges kleinteiliger als in anderen Spielen. Das gibt dir viel Spielraum für Details und erlaubt dir, deine Base zu individualisieren. Dieses Bausystem, gepaart mit der Raid-Mechanik, macht Valheim für mich zum absoluten King dieser Kategorie. Und jetzt kommen wir zur letzten und der in meinen Augen essentiellsten Mechanik von Survival Games. Zeitmanagement ist fast in jedem Survival-Game in Form von Tag- und Nachtzyklen präsent. In Minecraft spawnen nachts Monster an der Oberfläche, in Grounded sind nachts Wolfsspinnen aktiv, gegen die unerfahrene Spieler praktisch keine Chance haben. Und auch in Valheim sind nachts mehr und teilweise stärkere Gegner unterwegs. Dadurch vermeidet man es in der Regel im Early Game nachts unterwegs zu sein, was die generelle Entscheidungsfindung beeinflusst. Ressourcenmanagement lässt sich auf Nahrung, Wasser und Haltbarkeit von Equipment beziehen. All das und die Zeit sind Faktoren, die du berücksichtigen musst, um die Welt zu erkunden und nicht drauf zu gehen. Das Spiel, das meiner Meinung nach diese Mechanik bis zum Tode ausgereizt hat, ist Don't Starve. Viele Ressourcen in Don't Starve sind zu einem gewissen Maß begrenzt. Auch die Werkzeuge in dem Spiel sind sehr kurzlebig, was dazu führt, dass du die Ressourcen zum Bau von Werkzeugen immer bei dir tragen solltest. Und apropos Werkzeug, eins der wichtigsten Werkzeuge in Don't Starve ist die Fackel, weil wenn du nachts ohne Fackel dastehst, passiert Folgendes. Goodbye, my nigger. Back to the lobby. Dieses simple Beispiel veranschaulicht perfekt, wie die Zeit- und Ressourcenmanagement-Mechanics ineinander greifen. Und ungefähr so zieht sich das durchs ganze Spiel. Ich hoffe mal, du hast dir bis Tag 20 Winterkleidung gebaut, weil wenn nicht, dann... Und selbst wenn du den Winter überlebt hättest, hättest du nochmal Besuch bekommen. Also ja, viel Spaß. Habe ich erwähnt, dass das Spiel Permadeath hat? Das klingt jetzt vielleicht stressig und das ist es auch, aber solche Mechanics sorgen dafür, dass man als Spieler vorausschauend planen muss und man nicht einfach stumpf durch das ganze Spiel rennen kann. Das, gepaart damit, dass das Spiel immer wieder Curveballs in deine Richtung wirft, hält das Spiel lange fordernd und du wirst dich fragen, was für ein kranker Scheiß als nächstes auf dich zukommt. Okay, also wir haben hier die 4 Mechanics, die das Survival-Genre definieren. Nur kommt hier der Punkt, den ich als kaputt bezeichne. Und zwar arbeiten einige Aspekte dieser Mechanics gegen das Gefühl von Survival an sich. Aber bevor ich weiter darauf eingehen kann, muss ich erst gesagt haben, dass Videospiele in erster Linie ein Produkt sind, das verkauft werden und Spaß machen soll. Das führt dazu, dass sich Entwickler eher an etablierte Konventionen halten, statt Risiken einzugehen. Aber Videospiele sind auch Kunst. Und manchmal entscheiden sich Entwickler, diese Konvention bewusst zu brechen, um ihre Vision besser zu vermitteln. Survival in der Realität sieht oft alles andere als spaßig aus. Und viele Leute neigen dazu, Natur zu romantisieren. Von daher ist es naheliegend, dass Spiele den Survival-Aspekt versuchen, durch verschiedene Mechanics zu vermitteln, statt das ganze Spiel darum zu designen. Aber genau das hat ein Typ namens Jorah Jacobson getan. Und dieses Spiel heißt... Und von den 4 Mechanics, die wir eben besprochen haben, hat Rainworld nur noch 2. Aber lasst uns vorne anfangen. In Rainworld spielst du einen von diesen Kollegen hier. Ein primitives Tier. Das bedeutet, dass du dir Crafting und Basebuilding aus dem Kopf schlagen kannst. Aber deine Needs und das Time Management sind über den gesamten Spielverlauf deine Hauptpriorität. Wie schafft das Spiel das? Ganz einfach. Der grundlegende Gameplay-Loop besteht daraus, innerhalb eines variierenden Zeitfensters Nahrung und anschließend einen Shelter zu finden. Hast du nicht genug Nahrung oder rechtzeitig einen Shelter gefunden, dann... Nahrungsquellen sind begrenzt und du kannst denselben Shelter nicht ewig benutzen. Dadurch bist du gezwungen, dich irgendwann aus deinem bekannten Territorium rauszutrauen. Und das bringt uns zum Karma-System. Das ist dieses coole Teil hier mit coolen Symbolen drauf. Wenn du genug gefressen hast und dich pennen legst, steigt dein Karma-Level um eine Stufe. Aber wenn du auf eine unvorhersehbare und verstörende Art draufgehst, dann sinkt dein Karma-Level um eine Stufe. Und was bringt dir das Karma-Level? Gut, dass du fragst, Langtime-Viewer. Jede Region im Spiel ist mit Toren getrennt, die ein gewisses Mindest-Karma-Level erfordern. Das sorgt dafür, dass sogenannte Kackboon-Casuals, Ich bin kein Kackboon. aka IGN-Freelancer, im ersten Gebiet stecken bleiben, weil sie es nicht schaffen, 3 Zyklen am Stück zu überleben. Anders gesagt musst du erst lernen, in deiner jetzigen Umgebung zu überleben, bevor du eine neue erkunden kannst. Der Fokus von Rainworld liegt stark auf der Welt und dem Überleben in dieser. Aber nicht nur deinem eigenen. Alle Kreaturen in Rainworld und ihre Animationen werden in
Echtzeit berechnet, was bedeutet, dass ich hier gerade am Chillen bin, während am anderen Ende der Map gerade irgendwelche Viecher einen Rave veranstalten. Und weil jede Kreatur zu jeder Zeit wie der Spieler selbst aktiv Entscheidungen treffen muss, um den Zyklus zu überleben und die KI jede Bewegung in Echtzeit animiert, entsteht eine Dynamik, die echtes Survival gut verkörpert, weil man weniger planen kann und unweigerlich unfaire Situationen zustande kommen, die hart frustrieren können. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel. Der Punkt ist berechtigt, ist meiner Meinung nach aber die größte Stärke vom Spiel. Wie schon erwähnt, ist Natur unberechenbar und Survival macht nicht immer Spaß. Auch wirst du nichts finden, was das Gameplay stark verändert, wie zum Beispiel Movement Upgrade. Das einzigste, was im Spiel geupgradet wird, bist du und dein Wissen. Das Movement von dem Spiel wäre ein eigenes Video wert und hat eine ähnliche Lernkurve wie Rocket League, ist aber essentiell, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Auch ist das Spiel voll mit Interaktionen, die dir das Überleben erleichtern können, nur musst du diese selbst durch Beobachtung oder Experimentierungen entdecken. Generell gibt es viele Punkte, die die Aufmachung eines Ökosystems unterstreichen. Die Kreaturen in dem Spiel wirken durch die KI lebendig und das Verhalten von ihnen ist von so vielen Faktoren abhängig, dass ich hier gar nicht erst anfange. Und hier will ich generell den Schlussstrich ziehen, weil wenn das Spiel dein Interesse geweckt hat und du gut frustresistent bist, dann solltest du das Spiel besser selbst anschauen. Also, ist Rainworld das beste Survival-Game? Ganz klare Antwort, nein. Es kommt darauf an, was für eine Spielerfahrung du suchst. Wie im Video gezeigt, haben verschiedene Games den Schwerpunkt auf verschiedenen Aspekten. Die meisten Survival-Games versuchen eine ausgewogene Mischung zu bieten. Zum Beispiel Grounded. Das Spiel ist meiner Meinung nach das repräsentativste Spiel des Genres. Das Spiel macht zwar nichts großartig neu, aber alle Mechanics sind hier solide umgesetzt und das Spiel wird durch eine Kampagne und durch gut durchdachte RPG-Elemente abgerundet. Nur hat Grounded dasselbe Problem, das mich bei jedem anderen Spiel auch stört. Jedes Mal, wenn deine Basis größer, deine Rüstung dicker und deine Waffen stärker werden, löst du dich zu ein Stück weit von der Welt. Wie gesagt, es ist normal, aber für mich fühlt sich das sehr schnell, sehr oft nicht mehr nach Survival an. Und manchmal wäre weniger wirklich mehr gewesen. Danke für eure Aufmerksamkeit.